Wir beginnen am Ende. Was Sie in den letzten 30 Minuten gehört haben, hat Sie hoffentlich davon überzeugt, dass ChatGPT ja nicht nur irgendein überhyptes Tool ist, sondern dass es in der Tat eine Technologie ist, die sprichwörtlich unglaublich ist. Ja, das haben Sie gesehen. Keiner versteht, wie es funktioniert. Keiner, inklusive mir, inklusive der Leute am MIT und in Stanford. Und ein gutes mentales Modell, um sich vorzustellen, wie es funktioniert oder wie es agiert, ist es als ein Artefakt von Aliens, also nicht als Alien, sondern als eine Maschine von Aliens, sich vorzustellen, die jemand auf die Erde gestellt hat. Genau, vielen Dank. Jetzt kommt ein Zeitsprung. Hallo, schön, dass Sie alle da sind. Wir werden die nächsten 29 Minuten über ChatGPT sprechen, über Neuronen, Transformer und Aliens. Ich wurde gerade schon vorgestellt, ganz freundlich, ich bin Professor für Informatik an der Technischen Hochschule Augsburg. Ich halte gerade eine Vorlesung zum Thema Deep Learning und neuronale Netze. Und ich leite das Didaktik-Medienzentrum, das hat hier aber jetzt nicht so viel damit zu tun. Ich war aber vor meiner Zeit an der Hochschule 10 Jahre lang Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und habe sogar meine Diplomarbeit über neuronale Netze geschrieben. Lang ist es her. Und es gibt auch einen YouTube-Kanal, wo ich immer wieder Videos veröffentliche, wenn es Sie interessiert. Genau. Fangen wir erstmal an, damit wir alle so auf der gleichen Linie sind, darüber zu reden, was ChatGPT jetzt ist, also auf der Oberfläche. Also es ist ein Chatbot, man stellt Fragen in natürlicher Sprache, ChatGPT antwortet in natürlicher Sprache und Sie können einen Dialog führen. Und Sie können Rückbezüge einfügen und die Sprache klingt ja, wie von einem Menschen. Also zum Beispiel hier die Frage oder die Aufforderung, nenne mir 3 wichtige Orte in Augsburg, ganz kurz, dann kriegt man eine Antwort und dann kann ich sagen, welche der 3 soll ich morgen besuchen. Ja, das heißt nicht nur irgendwie Frage-Antwort, sondern eben Rückbezüge und es ist alles, ne? Kontext wird irgendwie verstanden und ja, das ist, ja, da denken Sie, ja klar. Und hoffentlich nach dem Vortrag denken Sie, wieso geht denn das eigentlich? Ne? Genau. Und jetzt auch nochmal ein bisschen weiter gefasst, wahrscheinlich haben die meisten schon ausprobiert, Sie können natürlich ganz normale Sachfragen stellen über historische Ereignisse oder irgendwelche Fachfragen. Sie können aber auch Essays, Geschichten, Gedichte, Witze und so weiter generieren lassen. Sie können ganz viel mit Text machen, zusammenfassen lassen, korrigieren lassen, übersetzen lassen. Sie können sich auch einen Reiseplan erstellen, ne, mit kompletter Zeitagenda und ungefährer Kostenschätzung und hilfreichen Tipps. Sie können einen Dialog mit Sokrates oder Einstein irgendwie nachstellen lassen, wenn Sie irgendwie über Geschichte lernen möchten. Sie können sogar ein Computersystem simulieren lassen. Sie können sagen, sei ein Linux-Terminal oder sei irgendwie ein Java-Terminal, was es eigentlich gar nicht gibt, ne? Aber ChatGPT kriegt das irgendwie hin. Und natürlich, was auch hier groß ein Thema ist, Sie können ganz viel mit Computercode machen. Sie können Code analysieren lassen, Sie können Code generieren lassen, Sie können Code kommentieren lassen und das dann eben auch zum Lernen von Programmiersprachen nutzen. Sie haben bestimmt auch schon gehört, dass es ganz viele Einschränkungen gibt. Also Sie dürfen nicht mehr als irgendwie 2 Seiten Text reinwerfen, sonst kennt es den Kontext nicht mehr. Sie haben auch schon gehört, dass Falschinformationen rauskommen können. Das nennt man Halluzinieren, also ne, falsche Buchtitel, falsche Referenzen und so weiter. ChatGPT kann auch nicht so gut rechnen und erkennt manchmal logische Zusammenhänge nicht. Und vor allen Dingen ist es zurzeit auf Text beschränkt. Wobei Text sehr mächtig ist tatsächlich. Genau, und das Training hat sich eben beschränkt auf die Zeit bis 2021 und wir schauen auch gleich, warum das dann eben tatsächlich eine harte Beschränkung ist. Außerdem kann es nicht aufs Internet zugreifen. Okay. Genau, nur um ganz kurz nochmal die Bedeutung, die, glaube ich, aus dem Programm hier auch hervorgeht, wo irgendwie auf jedem zweiten Vortrag ChatGPT draufsteht, aber um das nochmal zu illustrieren, ChatGPT hat in 5 Tagen 1 Million User erreicht, das hat Netflix erst nach 3,5 Jahren geschafft, das heißt, es verbreitet sich rasend schnell und hat im Januar dann eben schon 100 Millionen User gehabt. Das heißt, es ist die am schnellsten wachsende App aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit. Und mittlerweile können Sie sich gar nicht mehr retten vor Vorträgen wie diesen, Artikeln, Ratgebern, Büchern, YouTube-Videos. Genau, und der nächste Step ist eben GPT-4. Das alte basierte auf GPT 3.5 seit März diesen Jahres, wo Sie bezahlen müssen. Ja? Genau. Dann hören Sie so Meldungen wie
Sam Altman, der CEO von OpenAI, die das Ganze ins Leben gerufen haben, warnt vor dem Risiko der Auslöschung der Menschheit. Und so Leute wie Geoffrey Hinton, der Erfinder von Backpropagation, was ich heute ein bisschen erkläre, hat Google verlassen, explizit aus dem Grund, um Kritik etwas freier äußern zu können. Auf der anderen Seite, also auf der Positivseite, wenn Sie programmieren und genervt sind, dass wieder ein Fehler auftritt und so weiter, sagt Andrej Karpathy, früher Chef bei Tesla KI, mittlerweile wieder bei OpenAI, also einer der smartesten Menschen im Raum, dass die Sprache Englisch vielleicht die nächste beste Programmiersprache ist, und nicht JavaScript oder Python oder sonst irgendwas. Und um zu erklären, warum ChatGPT so erstaunlich ist oder die darunterliegenden neuronalen Netze, möchte ich ganz kurz ein paar Beispiele geben, wie KI vor 2022 funktioniert hat. Also für die, die sich ein bisschen auskennen, sehen Sie mir nach, dass es so ein bisschen Old Tech ist. Natürlich wissen Sie alle, dass man Code schreiben kann, und da haben Sie sowas wie Daten, so ein String Array, also eine Reihe von Namen, und dann haben Sie halt Code in Form einer Funktion, und der sortiert halt dann diese Namen. Und dann haben Sie eine Plattform, zum Beispiel eben den Python-Interpreter, also Python ist die Programmiersprache. Und Sie können alles, ist relativ klar, wie es ausschaut. Sie haben die Daten, Sie wissen, was mit denen gemacht werden, Sie verstehen vielleicht nicht alles, Sie bauen Fehler ein, genau. Dann im weiteren Verlauf der KI-Entwicklung hat man sich überlegt, ob man das Ganze nicht irgendwie ein bisschen expliziter hinschreiben kann, was passiert. Das nannte man dann deklaratives Programmieren. In Expertensystemen definieren sie logische Regeln, zum Beispiel um herauszufinden, aufgrund welcher, wenn ein Patient Symptome zeigt, welche Krankheit das sein könnte, also automatische Diagnostik. Ja, und da haben sie sowas wie Fakten, nämlich bestimmte Symptome, die vorliegen, zum Beispiel von eben Husten oder Hautrötung oder so etwas. Und dann haben Sie Regeln, aber keinen Computercode, und diese Regeln werden automatisch zusammengesetzt von einer sogenannten Inferenzmaschine. Und das Schöne ist, wenn Sie eine Diagnose haben, können Sie sozusagen die Verkettung von Regeln inspizieren und genau sagen, okay, glaube ich oder glaube ich nicht. Und auch für komplexere Sachen, Stichwort Reiseplanung. Das wird manchmal exemplifiziert an diesem Affe-Bananen-Problem. Wie kommt der Affe an die Banane? Der muss die Kiste in die Mitte schieben, draufsteigen. Und dann kann er die Banane ergreifen. Wie löst man solche Probleme? Sie können sich vorstellen, Strategiespiele, Reiseplanung, andere Geschichten kann man damit auch lösen. Sie haben sogenannte Planoperatoren. Ich gehe von A nach B, ich bewege einen Gegenstand von A nach B, ich steige auf einen Gegenstand, ich greife einen Gegenstand. Und Sie haben sogenannte Zustände. Ich bin an einem bestimmten Ort, ich habe eine gewisse Entfernung zur Banane, ich habe die Banane in der Hand. Und in diesem Fall haben Sie Planoperatoren, Sie haben Zustände, und dann haben Sie eine sogenannte Planungsengine, die das irgendwie wie Lego so zusammenpuzzelt, und zum Schluss sehen Sie einen Plan. Wieder, Sie können inspizieren, macht der Sinn, ist er plausibel, wo kommt er her, wenn ein Fehler passiert, woran lag das? Das heißt, Sie hatten sozusagen in der alten Welt, hatten Sie Code, egal ob Planoperatoren oder logische Regeln, Sie hatten Daten wie Fakten, Weltwissen. Sie hatten eine Plattform wie Python, Expertensystem, Planungsengine, und dann haben sie noch ein grafisches User-Interface, und das hat auch eine ganz eigene Aufgabe übernommen, und die war auch sehr sorgfältig designt. Genau, und jetzt möchte ich halt zeigen, dass es bei ChatGPT komplett anders ist und das dann eben gegenüberstellen. Okay, in einem Vortrag vor einem Monat habe ich diese Frage gestellt. Sie können ja mal schauen, wo Sie sich da einordnen. Also welche Aussage trifft aus Ihrer Sicht am meisten auf ChatGPT zu? Ich meine, der Titel nimmt natürlich meine Ansicht schon vorweg. Ja? Aber glauben Sie, ChatGPT ist, als ob man mit einem Alien spricht? Glauben Sie, ChatGPT ist ein stochastischer Papagei? So ein Presse-Slogan, der hier gerade rumgeht. Glauben Sie, ChatGPT ist eine Simulation des menschlichen Gehirns? Glauben Sie, ChatGPT holt sich Textschnipsel aus Datenbanken und aus Internet und baut die dann zusammen? Oder glauben Sie, ChatGPT ist wie ein menschlicher Assistent zu betrachten? Und ich nehme mal die Antworten vorweg. Also definitiv falsch sind diese beiden Aussagen. Also ChatGPT ist keine Simulation des menschlichen Gehirns, und ChatGPT holt sich keine Textschnipsel aus irgendwelchen Datenbanken. Ich finde auch diese Aussage irreführend. Also dieser Spruch stochastischer Papagei wird häufig, bewusst oder unbewusst, falsch verwendet, um zu suggerieren, dass es ja irgendwie nur dummes Zeug ist. Ich glaube, es ist gut,
einerseits ChatGPT als menschlichen Assistenten zu betrachten, andererseits aber als etwas, was wie so ein Artefakt ist, was irgendwelche Aliens auf die Erde gestellt haben. Genau, und das erläutere ich dann ein bisschen. Das waren die Antworten von vor einem Monat. Und Sie sehen, erstaunlich viele Leute glauben immer noch, dass ChatGPT sich irgendwas aus irgendwelchen Datenbanken und deswegen Plagiarismus und größter Wissensdiebstahl der Menschheit und so weiter. Oder eben ChatGPT ist eine Simulation des menschlichen Gehirns, weil Neuronen haben wir ja auch. Okay, aber wir schauen gleich, warum das eben nicht so ist. Also erstmal die Facts. Unter ChatGPT liegt ein neuronales Netz. Das hat einen Namen, GPT-3.5 oder jetzt eben in der Bezahlversion GPT-4. Das wird auf Textdaten trainiert, also stellen Sie sich Webseiten vor, meinetwegen Wikipedia, elektronische Bücher und noch einiges mehr, Foren und so weiter. Es hat 75 Milliarden Parameter, das ist ungefähr Faktor 10.000 weniger als das menschliche Gehirn, aber eben nur Faktor 10.000. Und ich sage Ihnen auch gleich, was diese Parameter bedeuten. Die Architektur heißt Transformer, die kommt übrigens von 2017 von Google. Das ist jetzt nicht so, dass es so kontextfrei 2017, dass jemand gesagt hat, hurra, wir haben hier diese Architektur. Natürlich hat es eine evolutionäre Entwicklung. Trotzdem, wenn Sie sich die Zahlen angucken, 2017, 2023, ist extrem kurz. Es gibt keinen Code, es gibt keine Datenbanken, es gibt keine logischen Regeln. Und das ist eigentlich sozusagen der ganze Punkt von diesem Vortrag. Ich muss noch erwähnen, für die Technik-Nerds, es gibt eine zweite Instanz bei ChatGPT. Es ist nicht nur ein neuronales Netz, was einmal trainiert wird. Es gibt einen sogenannten Prozess, der heißt Alinierung, wo das Netz nochmal optimiert wird auf dieses Frage-Antwort-Szenario. Genau, das hat mit Menschen zu tun, die Frage-Antwort-Paare entwickeln. Das hat mit Menschen zu tun, die ein Rating durchführen. Und da kommt so diese Kritik, dass sozusagen in Niedriglohnländern ChatGPT, also das ChatGPT fußt auf Arbeit in Niedriglohnländern. Genau, aber das werde ich jetzt hier nicht weiter thematisieren. Rein prinzipiell sehen Sie hier ein neuronales Netz mit einer Zwischenschicht und Sie stellen sich vor, das hat viel mehr Schichten und es ist architektonisch noch ein bisschen anders, aber am Ende des Tages kommen da Zahlen rein. Und diese Zahlen werden dann in die nächste Schicht weitergeleitet über sogenannte Parameter. Diese Parameter sind wie Drehregler zwischen 0 und 1. Und was passiert, um die orangenen Zahlen zu berechnen? Addition und Multiplikation. Ja, also nicht viel mehr. Also ziemlich viele davon, aber nicht viel mehr. Und das passiert jetzt über viele Schichten hinweg und zum Schluss kommt eine bzw. mehrere Zahlen raus und das wird in Text übersetzt. Und das ist alles. Ja. Wie gesagt, es gibt 175 Milliarden Parameter. Das können Sie jetzt gleichsetzen mit Verbindungen zwischen Neuronen im menschlichen Gehirn. Da haben Sie im Axon Dendriten und dazwischen Synapsen. Aber wenn Sie so ein Ding als Leitung auffassen, dann entspricht ein Parameter einer Verbindung zwischen zwei biologischen Neuronen im menschlichen Gehirn. Okay, also es sind nur Zahlen in diesem System drin. Es ist kein Code, keine Datenbanken, keine logischen Regeln. Okay, woher kommen diese Zahlen? Im Training werden diese 175 Parameter angepasst, diese schwarzen Drehregler. Das Training wird ausgeführt aus diesem großen Korpus an Textdaten. Der ist sorgfältig kuratiert, das ist nicht trivial, da nimmt man nicht einfach irgendwas, sondern da sortiert man aus und so weiter. Trotzdem ist es einfach nur eine Riesenmenge an Daten, die Menschen erzeugt haben. In der Trainingsphase werden diese Parameter jetzt angepasst. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Text, den Sie reinstecken, Sie haben einen Text, den Sie raushaben möchten und Sie berechnen jetzt, was für ein Text rauskäme und dann stellen Sie fest, okay, ist nicht das, was ich will. Und was Sie jetzt machen ist, aufgrund der Differenz zwischen dem, was Sie rausbekommen haben und dem, was Sie rausbekommen wollen, drehen Sie an den Parametern, an diesen 175 Milliarden Parameter. Dieses Verfahren heißt Backpropagation. Alles, was Sie dafür wissen müssen, ist, wenn Sie es aus der Schule noch kennen, ableiten. Genau, und die Kettenregel. Ja, die Kettenregel der Ableitung. Das ist ungefähr so der mathematische Horizont, den Sie da brauchen. Und wenn Sie damit fertig sind, dann enthalten diese Parameter das Wissen der Menschheit, ja, Verhaltensregeln, Logik, Allgemeinwissen, Fachwissen, alles das, was Sie jetzt aus ChatGPT rausbekommen, ist in diesen 175 Milliarden Zahlen enthalten, in irgendeiner Form. Und dieses Verfahren wurde von Geoffrey Hinton mitentwickelt bzw. mitpopularisiert. Also in den 80er Jahren, das Verfahren stammt eigentlich so 60er Jahren aus der Kontrollregelungstechnik. Er hat es zusammen mit Rumelhart und anderen popularisiert und auf neuronale Netze angewandt. Das heißt, er ist wirklich ein Mann der ersten Stunde, hat auch den Turing Award bekommen für das Thema Deep Learning. Ja, und das ist der Typ, der in der Presse ab und zu erscheint.
Genau. Vielleicht noch ein kleines Detail, nämlich Sie fragen sich vielleicht, ich rede hier die ganze Zeit von Zahlen, Sie hantieren aber mit Sprache und Sprache ist wirklich hier der Schlüssel zu allem. Ne? Das ist quasi unser Interface. Und das ist auch alles, mit dem ChatGPT irgendwo arbeitet. Wie kommen wir von Sprache zu Zahlen? Deswegen nur dieses eine Detail. Die triviale Ansatz wäre zu sagen, wenn ich zwei Wörter habe, übersetze ich das jeweilige Wort in einen Vektor mit ganz vielen Nullen, nämlich so viele Nullen, wie das Lexikon enthält. Also bei 80.000 Wörtern, theoretisch möglichen Wörtern, habe ich einen Vektor der Länge 80.000 mit einer 1 und 99,99% Nullen. Das ist extrem ineffizient und es zeigt sich, dass Effizienz eine Riesenrolle spielt bei diesen riesengroßen Netzen. Was man deswegen entwickelt hat, das war auch ein wichtiger Schritt, sind sogenannte Word Embeddings, das haben Sie vielleicht schon gehört. Was man da macht, ist, man nimmt eben nicht 80.000 Vektoren, also Vektoren der Länge 80.000 mit einer 1, sondern man nimmt Vektoren der Länge 32 zum Beispiel. Und diese Einträge haben alle Zahlen. Das entspricht der Idee, dass diese Wörter in einem 32-dimensionalen Raum positioniert werden. Und die Position in diesem Raum für ein bestimmtes Wort wird auch gelernt über neuronale Netze. Das ist also über einen ähnlichen Prozess, den ich gerade angerissen habe. Und man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt im zweidimensionalen Raum wären, das heißt, Sie haben nur zwei Zahlen für jedes Wort, dass jede Dimension so eine Art Bedeutungseinheit symbolisiert, zum Beispiel hier bei diesen 4 Wörtern, Geschlecht auf der X-Achse, Man, King, männlich, Woman, Queen, weiblich, und auf der Y-Achse haben Sie Royalität zum Beispiel, also die unteren beiden eben nicht royal, die oberen beiden royal. Und tatsächlich zeigt sich, dass die Semantik, also die Bedeutung von Wörtern in multidimensionalen Räumen erstaunlich gut abgebildet werden kann. Ja, das heißt, die Abstände stimmen dann ungefähr und die Wörter sind nicht einfach irgendwie random in einem 80.000 dimensionalen Space sozusagen verortet. Also nur ein wichtiger Baustein. Das ist aber das einzige Detail, auf das ich hier technisch noch weiter eingehe. Ganz wichtig, im realen Einsatz, Sie sitzen vor ChatGPT, die Parameter, die 175 Parameter sind alle eingefroren. Ja, viele Leute glauben ja, wenn ich mit denen rede, dann lernen die was über mich, ne, und ja, darf ich nicht so viel verraten und so, und es wird bestimmt gespeichert. Also es wird schon gespeichert, also seien Sie sicher, es wird gespeichert, keine Sorge, aber das Ding lernt nicht. Okay, das Lernen ist bereits vorbei, weil es dauert sehr lange, das erfordert riesige Rechnerfarmen und das ist extrem teuer. Okay? Das heißt, die Parameter sind fix, das heißt basisdemokratisch, wir sprechen alle mit dem gleichen GPT. Okay? Aber was passiert ist eben, dass der Prompt kommt rein, ne, das sind mehrere Wörter, jetzt wird jedes einzelne Wort in diesen Vektor übersetzt und dann wird er dort reingeschoben. Ja, und jetzt wird halt wie beim Training schon, über Multiplikation und Addition, werden die Zahlen in den Zwischenschichten berechnet. Und was kommt jetzt raus? Das erste Wort. Okay, das heißt, wir haben jetzt das erste Wort von der Antwort generiert. Okay, zwischendrin sind Zahlen, die bedeuten irgendwas. Okay. Jetzt, damit wir nochmal uns kontextualisieren, ne, was wäre so eine typische Anfrage, ne, das haben Sie bestimmt auch schon 1000-mal gemacht, schreibe ein Gedicht in 8 Zeilen über den Lebensweg eines norwegischen Mathematikers, der nach Australien geht, um die Liebe seines Lebens zu finden. Ne, und dann kommt das hier raus. Ne, und ich lese es nicht vor, keine Sorge, aber da geht es um Fjords und Berge und in Australien, dass es da strahlend ist und es geht um Liebe und dann die Suche nach der Liebe, die rinnt ihm durch die Finger. Okay, also konsistente Sprache, Reimschema, 8 Zeilen, irgendwie Faktenwissen über Norwegen und Australien. Das haben Sie ja auch alle schon erlebt. Wie hat das funktioniert? Technisch. Es hat so funktioniert, dass wir diese Wörter in Vektoren übersetzt haben. Wir haben das in das neuronale Netz reingeworfen und wir haben das erste Wort through generiert. Im zweiten Schritt packt ChatGPT den ursprünglichen Prompt und das erste generierte Wort nochmal in das neuronale Netz. Und es wird das zweite Wort generiert. Okay? Im dritten Schritt wird der Prompt nochmal reingeworfen, die ersten 2 generierten Worte, und es wird das dritte Wort generiert. Und dann gibt es so ein spezielles Symbol. Ne? Jetzt die Aussage ist zu Ende. Wenn die generiert wird, ist fertig. Okay. So, also das ist das Netz. Die Parameter sind fix. Prompt kommt rein oder Prompt und erstes Wort. Zahlen werden berechnet. Wort kommt raus. Wie geht das? Ja, also das Netzwerk versteht irgendwie Sprache, Syntax, Grammatik, Pragmatik, Semantik, ja, irgendwie Konversationsregeln,
Ne? Es versteht irgendwie Reime und Anzahl der Zeilen. Es kennt Fakten über Norwegen, Australien und so weiter und über die Liebe natürlich. Wie geht das? Also ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Okay. Und ich beschäftige mich seit ein paar Jahrzehnten damit. Okay. Aber tatsächlich, auch die Leute aus Stanford, MIT und so weiter, die verstehen es auch nicht. Also man arbeitet dran, man fragt ChatGPT, sich selbst zu erklären, das ist eine Strategie, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Aber das ist alles. Ja? Also natürlich, ne, Sie kennen vielleicht irgendwie die Begriffe Attention und Self-Attention und irgendwie Decoder und Encoder und Recurrent Networks und so weiter. Okay, das sind alles architektonische Dinge, die da irgendwie noch damit zusammenhängen, wie man das Ganze zusammenschaltet, wie man das Training irgendwie effizienter macht. Aber das ist es. Ja? Da ist nicht mehr. Das heißt, ich habe Ihnen vorhin das Bild gezeigt. Sie haben Code, Sie haben Daten und dann haben Sie noch ein User-Interface, um das irgendwie anzusteuern. Also Handy-App oder eben Standalone, Buttons, Slider, Textfelder. Und jetzt haben Sie das. Die Plattform ist sozusagen das neuronale Netz. Das verstehen wir. Ne? Natürlich wissen wir, wie das Netz verschaltet ist und wie das Training funktioniert und wie Backpropagation funktioniert. Gar keine Frage. Und wir haben 175 Milliarden Zahlen. Und wir haben keine Ahnung, warum diese Zahlen Faktenwissen enkodieren, menschliche Verhaltensregeln, Allgemeinwissen, ne, Sprachregeln und so weiter. Und vielleicht auch interessant, unser neues Interface ist die Sprache, also menschliche Sprache. Ne? Das heißt, klar hat ChatGPT ein Webinterface, ja, aber trotzdem im Vergleich zu dem, was früher die Aufgabenstellung für ein Interface war, haben wir jetzt einfach menschliche Sprache. Ne? Wir können einfach mit dem Ding reden. Und das ist eigentlich so eines der mächtigsten Interfaces, was man vielleicht sich vorstellen kann. Okay. Ich hoffe, das haben alle soweit verdaut. Jetzt nochmal zu den Fragen am Anfang oder in der Mitte, ne, stochastischer Papagei, wo ich glaube, was sind problematische Halbwahrheiten und ich sage Ihnen gleich, was vielleicht gute Halbwahrheiten sind. Ne. Also dieses Ding von ChatGPT ist ein stochastischer Papagei, das stimmt schon irgendwie, ne? Das hat mit Statistik zu tun und es hat natürlich mit Daten zu tun, die von Menschen kommen, aber mein Gefühl ist, dass es so ein bisschen benutzt wird, um die Sache zu verharmlosen. Ne? Und dieses Paper, was immer zitiert wird, das hat das gar nicht getan. Ja, das Paper wollte was ganz anderes sagen. Es meinte, ne, sind große Sprachmodelle gut, sollte man die nicht reduzieren aus energietechnischen Gründen und kann da nicht Bias reinkommen und so. Es hat überhaupt nichts damit zu tun, zu sagen, ChatGPT ist nur ein stochastischer Papagei, wie es häufig im sozusagen populären Diskurs benutzt wird. ChatGPT ist eine Simulation des menschlichen Gehirns. Schauen Sie sich Videos vom Erfinder in Anführungszeichen von Backpropagation an, ne, der sagt, nein, Backpropagation, also die Art und Weise, wie wir trainieren, dafür gibt es keine Evidenzen oder Indizien sogar, dass das menschliche Gehirn in irgendeiner Form so funktioniert. Im Gegenteil, ein Argument von Geoffrey Hinton ist, dass wahrscheinlich deshalb das Ganze so beängstigend ist, dass Backpropagation eben viel effizienter ist als alles, was im Gehirn passiert. Ja, das heißt, wir haben hier keine Simulationen laufen. Dass es Neuronen heißt, ist quasi nur der allererste Anstoßpunkt gewesen für die Entwicklung dieser Netze. Und Sie haben hoffentlich auch jetzt gesehen und glauben jetzt auch, dass ChatGPT auf gar keinen Fall sich Textschnipsel aus Datenbanken oder aus dem Internet holt, ja? Sondern es ist irgendwie ein anderer Prozess. Das ist ungefähr so, als ob Sie Ihrem Assistenten 5 Bücher in die Hand drücken und er oder sie liest es und dann sagen Sie, okay, fasst es mal zusammen. Ja, das heißt, es geht durch ein Gehirn durch und dann kommt was Neues raus. Ist es jetzt Plagiat? Vielleicht. Es ist aber jedenfalls nicht ein Zusammensetzen von Textschnipseln. Aber Sie können sich ja auch vorstellen, wo Halluzinationen herkommen, oder? Ihr Assistent will gut sein, will eine Referenz finden, dann erfindet er halt eine, okay, die irgendwie plausibel klingt. Genau, und deswegen denke ich, zielführende Halbwahrheiten sind Artefakt von Aliens. Ne, was heißt das überhaupt? Das heißt, Sie stellen sich vor, Aliens kommen auf die Erde, stellen eine Box hin, ne, haben so einen Scanner, wo die irgendwie so Texte und Gehirne scannen können, ne, und dann tun sie alles in diese Box und die Menschen dürfen damit reden. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, dass es hier um echte Aliens geht, ne, sondern eher darum, dass der Mechanismus unklar ist und auf jeden Fall nicht wie ein menschliches Gehirn funktioniert. Ne? Aber stellen Sie sich vor, Sie haben so einen Frankenstein, ne, mit dem Kopf von Einstein und den Händen von Picasso, ne, und keine Ahnung, dem Körper einer Balletttänzerin und Sie können jetzt irgendwie alles sozusagen, Sie haben das alles zu Ihrer Verfügung und zwar jeder auf dieser Welt. Und ich glaube trotzdem auch, dass die Metapher von einem menschlichen Assistenten gut ist. Ne? Also
der ist vielleicht ein bisschen verwirrt, ne, und will auf jeden Fall immer alles richtig machen, hat aber keine Emotionen, keine Persönlichkeit eigentlich. Ne, das heißt, als mentales Modell, der Begriff mentales Modell kommt aus dem Mensch-Computer-Interaktion, also wie stellen Sie sich vor, was hinter Ihrem Handy so vor sich geht. Das kann Ihnen dabei helfen, besser mit dem Handy umzugehen. Das ist so dieser Spruch, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Wenn Sie ein gutes Bild im Kopf haben, können Sie damit ganz viele Dinge ableiten, die funktionieren. Sie müssen nicht alles verstehen, aber Sie brauchen ein gutes Bild. Aber das Problem bei ChatGPT ist halt, auf der einen Seite ist es keine Simulation eines Menschen. Das Ding hat keine Emotionen, wahrscheinlich. Und man sollte es vielleicht eher als Artefakt von Aliens begreifen. Umgekehrt ist es menschlich, weil Sie können damit sprachlich interagieren, wie bei Menschen. Hilft manchmal, das als menschlichen Assistenten auch zu begreifen, aber der ist eben auch manchmal überfordert und was Sie vielleicht auch schon erlebt haben, er redet zu viel. Genau, und dass das Ding menschlich ist, das liegt halt daran, dass die Datenbasis von Menschen kommt. Das Ganze ist auf Material von Menschen trainiert. Dass es eher wie so ein Alien-Artefakt ist, liegt daran, dass die Denkmaschine, also das neuronale Netz, ist kein Gehirn. Das ist irgendwie anders. Okay, das heißt, das sollten Sie im Kopf haben, wenn Sie über ChatGPT philosophieren. Zum Schluss noch diese Debatte um Artificial General Intelligence, also künstliche Intelligenz, AI, Artificial Intelligence, AI, JAI hat nicht so gut geklungen, deswegen hat man das G in die Mitte geschoben, das steht für eine Intelligenz, die irgendwie nicht nur Sie halten die Kamera drauf und dann erkennst du das Gesicht oder die Emotionen, sondern Sie können mit dem reden und das ist irgendwie menschenähnlich. Das meint Artificial General Intelligence und eben auch in dem Sinne, dass die Intelligenz vielleicht irgendwann höher ist als die eines Menschen. Und deswegen gibt es eben diesen Begriff der Singularität. Sie erzeugen eine KI und die kann super programmieren und die programmiert irgendwie eine Architektur, die besser ist als sie selbst. Und dann ist das die KI 2 und die macht das Gleiche und dann kommt die KI 3 und so weiter. Und dann haben sie halt in einer Stunde irgendwie Human Level Intelligence und dann eben in 3 Tagen, naja, wissen wir nicht. Genau, wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich gerne Leute wie Max Tegmark an, Physikprofessor, der unter anderem diesen Aufruf zum 6-monatigen Moratorium eingeleitet hat. Und man hat früher immer gesagt, also KI entwickeln kann man ja tun, aber wenn man in der Nähe von AGI kommt, tut bitte 3 Dinge nicht. Gebt dem Ding keinen Zugang zum Internet und zeigt ihnen nicht, wie die menschliche Psyche funktioniert. Und was immer ihr tut, erlaubt dem Ding auf gar keinen Fall zu coden. Jetzt sehen Sie ChatGPT, das Ding kann ja gar keine Internetlinks auflösen, Mist. Jetzt sagen Sie, Code erzeugen, Copilot, irgendwie, das neue Power-Tool im Coden, Verständlichkeit der menschlichen Psyche, das wird ja schon lange gemacht, auf Amazon, auf Instagram, also die Algorithmen verstehen sozusagen, was sie tun, um sie dazu zu bringen, noch länger am Rechner oder am Handy zu sein. Genau, und dann, um den ganzen Gipfel aufzusetzen, diese Aussage, 50% der KI-Forscher glauben, dass es eine 10%ige Chance gibt, dass KI das Ende der Menschheit bedeutet. Ja. Und auch da kann ich diesen Talk empfehlen, das AI-Dilemma, wo das ganz schön dargelegt wird. Oh, das kenne ich doch irgendwie. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.